Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit sehr ehrlichen Geständnissen. Sehr ehrlichen Geständnissen. Das klingt nach einer lustigen Episode. Sophia, ich muss heute etwas gestehen. Etwas, das ich nicht gerne zugebe. Was denn? Was ist es? Ich schaue manchmal auf mein Handy, direkt nach dem Aufwachen. Bevor ich aufstehe, bevor ich Kaffee mache, bevor ich irgendetwas Vernünftiges tue. Das ist ein großes Geständnis? Ja, weil ich weiß, dass es eine schlechte Angewohnheit ist. Ich weiß es und trotzdem mache ich es. Matteo, das macht fast jeder. Genau, das ist das Problem mit schlechten Gewohnheiten. Man weiß, dass sie schlecht sind und man macht es trotzdem. Das ist eigentlich die perfekte Einleitung für unser heutiges Thema. Genau, denn heute reden wir über Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Wie spricht man auf Deutsch darüber? Und was können wir voneinander lernen? Und wir sind komplett ehrlich über unsere eigenen guten Gewohnheiten und unsere eigenen schlechten, weil jeder hat beides. Jeder, niemand ist perfekt. Und das ist okay. Aber über Gewohnheiten reden, auf Deutsch, das ist heute unser Ziel. Also bleibt dran. Es wird lustig, es wird ehrlich und vielleicht ein bisschen unangenehm. Unangenehm im besten Sinne. Matteo, fangen wir mit guten Gewohnheiten an. Was sind deine besten Gewohnheiten, auf die du wirklich stolz bist? Also, ich denke nach. Gute Gewohnheiten. Also, das Laufen. Das ist meine beste Gewohnheit. Ich laufe fast jeden Tag. Seit 8 Jahren. 8 Jahre, das ist keine Gewohnheit mehr. Das ist ein Teil von dir. Ja, und das ist das Schöne an wirklich guten Gewohnheiten. Sie werden Teil von dir. Man denkt nicht mehr, soll ich heute laufen? Es passiert einfach. Eine Gewohnheit, das ist eine Verhaltensweise, die man regelmäßig und automatisch ausführt. Man tut es, ohne großartig nachzudenken. Es ist zur Routine geworden. Und dann mein Kaffeeritual. Das klingt vielleicht keine große Gewohnheit, aber jeden Morgen, ich mache meinen Kaffee sehr bewusst. Ich nehme mir Zeit. Ich sitze am Fenster. Ich trinke in Ruhe. Das ist Achtsamkeit als Gewohnheit. Ja, Achtsamkeit als tägliche Praxis. Man beginnt den Tag bewusst, nicht gehetzt. Und das beeinflusst den ganzen Tag. Achtsamkeit, das bedeutet, mit voller Aufmerksamkeit im Moment zu sein. Man ist achtsam, man beobachtet, man nimmt wahr, man ist präsent. Achtsamkeit ist eine wichtige Fähigkeit in unserer schnellen Zeit. Und eine dritte gute Gewohnheit, ich lese jeden Abend, mindestens 20 Minuten, manchmal 1 Stunde, immer vor dem Schlafen. Ja, das kennst du, das haben wir schon besprochen. Ja, und es ist wirklich so eine wichtige Gewohnheit. Man beruhigt den Geist, man lernt etwas, man schläft besser. Ich lese auch vor dem Schlafen, das ist wirklich so eine gute Gewohnheit. Und deine guten Gewohnheiten, Sophia? Was machst du regelmäßig, das dir gut tut? Also, ich male jeden Samstag, das kennen wir. Das ist meine heilige Zeit. Das ist so tief verwurzelt, dass ich ohne diese Zeit unruhig werde. Verwurzelt, wie ein Baum mit tiefen Wurzeln. Diese Gewohnheit ist so tief in deinem Leben verankert, dass sie nicht wegzudenken ist. Genau. Und dann, ich trinke jeden Morgen ein Glas Wasser. Sofort nach dem Aufstehen, noch vor dem Kaffee. Noch vor dem Kaffee? Noch vor dem Kaffee. Das ist mein erster Akt des Tages, ein Glas Wasser. Der Körper ist nach dem Schlaf ausgetrocknet. Man braucht Flüssigkeit. Ausgetrocknet. Das bedeutet zu wenig Flüssigkeit im Körper. Man hat Durst. Der Körper braucht Wasser. Besonders morgens nach Stunden ohne Trinken. Und das habe ich von meiner Mutter gelernt. Sie macht das seit Jahrzehnten und sie ist gesund und energiegeladen. Gewohnheiten als Erbschaft. Man übernimmt gute Gewohnheiten von Menschen, die man liebt. Ja, und das ist so schön, wenn man eine Gewohnheit hat und merkt, sie kommt von jemandem, den man liebt. Da trägt man einen Teil von ihnen mit sich. Das ist wirklich schön, Sophia. Und dann eine weitere gute Gewohnheit. Ich schreibe jeden Abend 3 Dinge auf, die gut waren. 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Das Dankbarkeitstagebuch. Ja, jeden Abend. Manchmal ist es einfach, guter Kaffee heute. Clara hat angerufen. Schöner Sonnenuntergang.
Kleine Dinge, aber man fokussiert sich auf das Positive. Dankbarkeit, das Gefühl, dankbar zu sein. Man ist froh für das, was man hat. Dankbarkeit fokussiert den Geist auf das Positive. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Dankbare Menschen sind glücklicher. Ja, und ich habe gemerkt, an Tagen, wo ich es nicht mache, fühle ich mich anders, negativer, als ob diese kleine Routine wirklich etwas verändert. Das ist die Macht der Gewohnheit. Eine kleine tägliche Handlung und sie verändert die Stimmung, die Perspektive, das Leben. Okay, jetzt kommen die schlechten Gewohnheiten. Das wird spannend. Das Ehrliche kommt jetzt. Das sehr Ehrliche. Also, Matteo hat sein Geständnis schon gemacht. Das Handy am Morgen. Das Handy am Morgen, ja. Ich weiß, dass es schlecht ist. Ich schaue auf Nachrichten, auf E-Mails, auf Social Media und das Erste, was in meinen Kopf geht, ist fremde Information, nicht meine eigenen Gedanken. Ja, man lädt sich sofort auf mit anderen Menschen und ihrer Welt, bevor man die eigene Welt begrüßt hat. Das ist so ein gutes Bild. Man begrüßt seinen eigenen Tag nicht. Man springt sofort in die Welt anderer. Eine schlechte Gewohnheit, das ist eine Verhaltensweise, die man regelmäßig tut, obwohl man weiß, dass sie nicht gut ist. Man weiß es, aber man tut es trotzdem, weil sie bequem ist, weil sie vertraut ist. Und meine zweite schlechte Gewohnheit, ich esse manchmal zu schnell, viel zu schnell. Ich esse und gleichzeitig lese ich, schaue ich etwas, denke ich an die Arbeit. Das kenne ich. Ich esse das Essen, aber ich schmecke es kaum, weil der Kopf woanders ist. Und das ist so schade, weil das Essen gut ist. Das ist das Gegenteil von Achtsamkeit beim Essen. Man ist körperlich beim Essen, aber geistig ganz woanders. Geistig, das bedeutet den Geist betreffend, den Kopf, die Gedanken. Geistig woanders sein. Man denkt an etwas anderes. Der Körper ist hier, aber der Geist ist abwesend. Ja, und das hat Konsequenzen. Man fühlt sich nach dem Essen nicht wirklich satt und zufrieden, weil man nicht wirklich präsent war. Und deine schlechten Gewohnheiten, Sophia? Komm schon, sei ehrlich. Also gut. Also, ich prokrastiniere manchmal. Prokrastination, das Aufschieben von Aufgaben. Das kennt jeder. Jeder. Man hat eine wichtige Aufgabe und macht stattdessen alles andere. Die Wohnung aufräumen, Kaffee kochen, den Schreibtisch ordnen. Den Schreibtisch ordnen, obwohl er schon ordentlich ist. Genau, man macht Dinge, die man sonst nie machen würde, nur um die eigentliche Aufgabe zu vermeiden. Prokrastinieren, das Verb. Man prokrastiniert. Man schiebt Aufgaben auf. Man macht sie nicht jetzt, man macht sie später. Immer später. Das Wort kommt vom lateinischen procrastinare, auf morgen verschieben. Und das Lustige ist, ich weiß genau, wann ich prokrastiniere. Ich merke es. Und trotzdem, ich mache weiter mit dem Schreibtisch aufräumen. Das Bewusstsein hilft nicht immer gegen die schlechte Gewohnheit. Nein, leider nicht. Wissen und Tun sind zwei verschiedene Dinge. Wissen und Tun, das ist so ein wichtiger Punkt. Man kann etwas wissen und trotzdem nicht danach handeln. Der Schritt vom Wissen zum Handeln ist oft der schwierigste. Ja, und meine zweite schlechte Gewohnheit, ich überprüfe manchmal zu häufig meine E-Mails und Nachrichten. 20 Mal am Tag vielleicht. 20 Mal. Vielleicht mehr. Und jedes Mal unterbricht es meine Konzentration. Man macht etwas, dann Handy, dann wieder anfangen, dann wieder Handy. Der Fokus wird ständig gebrochen. Das ist das große Problem unserer Zeit, die ständige Erreichbarkeit. Man ist immer online, immer verfügbar, immer abgelenkt. Erreichbarkeit, das bedeutet, man kann jemanden erreichen. Man ist erreichbar, man antwortet auf Nachrichten, man ist verfügbar. Ständige Erreichbarkeit, man ist immer und überall verfügbar. Das ist erschöpfend. Und Lars, was sagt Lars dazu? Lars sagt manchmal, Sophia, leg das Handy weg, jetzt bist du bei mir. Und er hat recht. Der weise Lars. Immer weise, dieser Lars. Und dann meine dritte schlechte Gewohnheit. Ich esse zu spät. Abendessen manchmal um 9 oder halb 10. Das ist so ein mediterranes Ding. Das mediterrane Spätessen, das kennen wir aus dem Wetterthema. Ja, in Spanien isst man um 9, das ist normal. Hier in Deutschland, um 9 zu essen, ist fast schon Mitternacht. Die deutschen Nachbarn schlafen schon um 9. Und ich koche, mit Gerüchen und allem, die armen Nachbarn. Jetzt bin ich der arme Nachbar.
Oh, du wohnst nicht neben mir. Gott sei Dank. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie spricht man auf Deutsch über Gewohnheiten? Was sind die wichtigsten Ausdrücke? Ja, also der wichtigste Ausdruck, ich habe die Gewohnheit plus zu plus Infinitiv. Ich habe die Gewohnheit, jeden Morgen zu laufen. Das ist sehr direkt und klar. Oder einfacher, ich immer plus Verb. Ich laufe immer morgens. Ich trinke immer zuerst Wasser. Immer zeigt die Regelmäßigkeit. Immer, das bedeutet jedes Mal, ohne Ausnahme. Man macht es immer. Das ist ein starkes Wort für Gewohnheiten. Und dann normalerweise plus Verb. Normalerweise stehe ich um 7 auf. Das ist mein Normalfall. Das ist meine Routine. Und meistens, das ist etwas weicher als immer. Meistens esse ich mittags warm. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Meistens in den meisten Fällen. Nicht 100%, aber sehr häufig. Mehr als die Hälfte der Zeit. Und dann für schlechte Gewohnheiten, ich neige dazu, plus zu plus Infinitiv. Ich neige dazu, Aufgaben aufzuschieben. Das ist eine sehr natürliche Formulierung. Neigen zu. Das bedeutet, eine Tendenz zu haben. Man tendiert in eine Richtung. Es ist nicht immer so, aber man neigt dazu. Wie ein Baum, der sich in den Wind neigt. Und ich habe manchmal die Tendenz ähnlich wie neigen, eine Tendenz zu etwas haben, man macht es öfter als gewollt. Und es fällt mir schwer, plus zu plus Infinitiv. Es fällt mir schwer, früh aufzustehen. Das zeigt, man möchte es vielleicht anders machen, aber es ist schwierig. Es fällt mir schwer. Das ist so eine ehrliche Formulierung. Es zeigt, dass man versucht, aber Schwierigkeiten hat. Man kämpft damit. Es fällt einem nicht leicht. Und das Gegenteil, es fällt mir leicht. Es fällt mir leicht, früh aufzustehen. Manche Dinge fallen einem leicht, andere schwer. Das ist sehr individuell. Und dann für Gewohnheiten ändern, ich versuche plus zu plus Infinitiv. Ich versuche, weniger Handy zu nutzen. Versuch zeigt, man arbeitet daran. Es ist ein Prozess. Ich versuche, das ist so ein ehrliches Wort. Man versucht etwas, man bemüht sich. Es ist kein Versprechen, es ist ein Bemühen. Und das ist genug. Ja, Versuch ist schon ein Schritt. Man muss nicht sofort erfolgreich sein. Der Versuch zählt. Okay, lass uns über Gewohnheiten im Alltag reden. Wie beschreibt man seinen Alltag durch Gewohnheiten? Also, morgens. Viele Menschen haben feste Morgenroutinen. Das ist eine Sammlung von Gewohnheiten, die man jeden Morgen macht. Morgenroutine. Das Wort erklärt sich. Morgen plus Routine. Routine ist eine feste, regelmäßige Abfolge von Handlungen. Die Morgenroutine ist das, was man jeden Morgen macht, in derselben Reihenfolge. Zum Beispiel, jeden Morgen stehe ich auf, trinke ein Glas Wasser, mache Yoga, frühstücke und lese 20 Minuten. Das ist eine vollständige Morgenroutine. Und jede Handlung in dieser Routine ist eine Gewohnheit. Man hat sie geübt, bis sie automatisch wurde. Automatisch kennen wir schon. Man macht etwas, ohne darüber nachzudenken. Die Gewohnheit ist so tief verankert, dass sie von selbst passiert. Sophia, wie lange braucht man, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln? Weißt du das? Also, ich habe gelesen, dass man ungefähr 66 Tage braucht. Nicht 21 Tage, wie oft gesagt wird, sondern 66 im Durchschnitt. 66 Tage? Das ist mehr als 2 Monate. Ja, aber das ist auch eine gute Nachricht, weil wenn man sich 6 Wochen mit etwas durchhält, dann wird es langsam automatisch. Man muss nicht ewig kämpfen. Durchhalten, das kennen wir. Man hält durch, man gibt nicht auf, auch wenn es schwer ist. Die ersten Wochen sind immer die schwersten. Aber dann wird es leichter. Und es gibt eine Theorie, Gewohnheiten bestehen aus 3 Teilen, dem Auslöser, der Routine und der Belohnung. Erkläre das. Also, der Auslöser ist etwas, das die Gewohnheit startet. Zum Beispiel, ich stehe auf. Das ist der Auslöser für mein Wassertrinken. Dann kommt die Routine, ich trinke das Wasser. Und dann die Belohnung, ich fühle mich gut, erfrischt, wach. Das macht so viel Sinn. Der Auslöser triggert die Routine und die Belohnung verstärkt sie. Auslöser etwas, das etwas anderes auslöst. Es startet eine Reaktion, wie ein Schalter, der das Licht anmacht. Und das kann man nutzen. Wenn man eine neue Gewohnheit entwickeln möchte, man braucht einen klaren Auslöser und eine Belohnung. Ja, zum Beispiel, man möchte täglich Deutsch lernen.
Der Auslöser könnte sein, man macht den ersten Kaffee. Das ist das Signal, jetzt kommt die Deutschlektion. Und die Belohnung, man trinkt den Kaffee genussvoll nach der Lektion. Kaffee als Belohnung für Deutschlernen. Es funktioniert. Jede Belohnung, die man mag. Das ist so eine praktische Strategie. Für alle, die neue Gewohnheiten aufbauen wollen. Und für Deutschlernen besonders. Man verbindet es mit einer bestehenden Routine und es wird leichter. Sophia, hast du mal eine schlechte Gewohnheit wirklich erfolgreich abgelegt? Etwas, das du wirklich geändert hast? Also, ja, ich habe früher sehr viel Zucker gegessen. Wirklich sehr viel. Spanische Süßigkeiten, Schokolade, Gebäck, jeden Tag. Und du hast das geändert? Ich habe es deutlich reduziert. Nicht komplett abgeschafft, das wäre unrealistisch für mich, aber stark reduziert. Wie? Also, ich habe nicht einfach gesagt, kein Zucker mehr. Das funktioniert für mich nicht. Stattdessen habe ich Alternativen gefunden. Wenn ich Lust auf etwas Süßes hatte, ein Stück dunkle Schokolade oder Obst, etwas, das den Wunsch erfüllt, aber gesünder ist. Das ist klug. Man bekämpft die Gewohnheit nicht direkt, sondern ersetzt sie. Ersetzen, das bedeutet, man nimmt etwas weg und gibt etwas anderes dafür. Man ersetzt das Schlechte durch etwas Besseres. Das ist oft leichter, als einfach aufzuhören. Und das funktioniert auch mit schlechten Gewohnheiten allgemein. Man ersetzt sie durch bessere Alternativen. Man füllt das Vakuum mit etwas Positivem. Genau. Die schlechte Gewohnheit macht etwas für uns. Sie gibt uns etwas. Bequemlichkeit, Trost, Abwechslung. Wenn man sie einfach wegnimmt ohne Ersatz, fehlt dieses etwas. Das ist so ein wichtiger Punkt. Warum hat man schlechte Gewohnheiten? Was geben sie einem? Das Handy am Morgen. Was gibt es dir, Matteo? Ich denke, es gibt mir das Gefühl, verbunden zu sein. Mit der Welt, mit Menschen. Man schaut, es gibt Nachrichten, es gibt Reaktionen, es gibt Leben da draußen. Das Verbindungsgefühl. Das ist sehr menschlich. Ja. Und wenn ich das verstehe, kann ich eine bessere Alternative finden. Zum Beispiel, ich rufe morgens kurz meinen Freund Jonas an. Eine Verbindung, aber bewusster, persönlicher. Das ist perfekt. Man behält den Kern, die Verbindung, aber macht es auf eine gesündere Art. Und das ist auch das Schöne an diesem Thema. Man lernt sich selbst besser kennen. Warum tue ich das? Was brauche ich? Was kann ich besser machen? Okay, lass uns jetzt verschiedene Gewohnheiten auf Deutsch beschreiben, damit unsere Zuhörer viele Ausdrücke hören. Ja, also, gute Gewohnheiten. Ich mache jeden Morgen 10 Minuten Yoga. Jeden Morgen. Täglich. Regelmäßig. Das zeigt die Konsistenz. Ich trinke täglich mindestens 2 Liter Wasser. Täglich. Jeden Tag. Mindestens das Minimum. Mindestens 2 Liter. Das ist das Mindeste, was ich tue. Ich gehe jede Woche einmal ins Fitnessstudio. Jede Woche. Wöchentlich. Einmal. Die Häufigkeit. Sehr klar, sehr messbar. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafen. Jeden Abend. Täglich abends. Vor dem Schlafen. Der Zeitpunkt. Das ist so eine natürliche Formulierung. Vor dem Schlafen. Vor dem Einschlafen. Das ist der Augenblick kurz bevor man schläft. Eine beliebte Zeit für gute Gewohnheiten. Lesen, Tagebuch schreiben, dankbar sein. Und schlechte Gewohnheiten, wie beschreibt man sie? Ich esse oft zu spät abends. Oft, häufig, aber nicht immer. Zu spät, später als ideal. Ich esse oft zu spät abends. Oft, häufig, aber nicht immer. Zu spät, später als ideal. Ich schaue manchmal zu lange auf mein Handy. Manchmal, nicht immer, aber öfter als gewünscht. Zu lange, länger als gut ist. Ich trinke manchmal zu viel Kaffee. Zu viel, mehr als man sollte. Das zu macht aus einer neutralen Handlung eine problematische. Das Wort zu, sehr wichtig bei schlechten Gewohnheiten. Zu viel, zu spät, zu wenig, zu oft. Das zu zeigt, dass man über das Optimum hinausgegangen ist. Zu bedeutet exzessiv, mehr als gut wäre. Und dann Gewohnheiten beschreiben, die man ändern möchte. Ich versuche, früher schlafen zu gehen. Ich bemühe mich. Früher als bisher. Ich arbeite daran, weniger Zucker zu essen. Ich arbeite daran, ich mache Fortschritte. Es ist ein Prozess. Weniger, nicht null, aber reduziert. Ich arbeite daran, das ist so eine ehrliche Formulierung. Man sagt nicht, ich habe aufgehört. Man sagt, ich arbeite daran.
Es ist ein Weg, nicht ein fertiges Ergebnis. Und ich habe angefangen plus zu plus Infinitiv. Ich habe angefangen, täglich zu meditieren. Man hat begonnen. Es ist neu. Es ist ein Anfang. Ich habe angefangen, das zeigt Bewegung. Man ist nicht mehr am selben Punkt. Man hat sich verändert. Das ist so positiv. Okay, lass uns eine Übung machen. Ich möchte, dass wir eine schnelle Runde spielen. Gewohnheiten beschreiben, spontan, natürlich, auf Deutsch. Ja, ich sage eine Kategorie und wir beide beschreiben spontan eine Gewohnheit dazu. Los. Kategorie 1: Morgengewohnheiten. Also, ich mache jeden Morgen meinen Espresso sehr bewusst. Ich stehe am Fenster, ich schaue raus, ich trinke in Ruhe. Das ist mein Anker für den Tag. Und ich trinke sofort ein Glas Wasser, direkt nach dem Aufstehen, noch bevor ich die Küche verlasse. Das ist fest, das passiert automatisch. Kategorie 2: Arbeitsgewohnheiten. Also, ich mache Pausen, wirklich echte Pausen. Alle 90 Minuten stehe ich auf, gehe ein bisschen herum, atme frische Luft. Das hilft meiner Konzentration enorm. Und ich schreibe jeden Morgen eine Liste. 3 Dinge, die ich heute erledigen möchte. Nicht 10, 3. Das macht es realistisch und ich fühle mich gut, wenn ich sie abgehakt habe. Kategorie 3: Schlechte Gewohnheiten. Das Handy. Das verdammte Handy am Morgen. Ich weiß, es ist schlecht, ich tue es trotzdem. Das Prokrastinieren. Wenn ich eine große Aufgabe habe, räume ich plötzlich die ganze Wohnung auf. Alles wird ordentlich, außer der Aufgabe. Perfekt. Habt ihr gehört? Kurze, natürliche Sätze. Direkt, ehrlich, mit Details. Das ist, wie man im echten Leben über Gewohnheiten spricht. Und jetzt ihr. Pausiert den Podcast, denkt an eine gute Gewohnheit und beschreibt sie laut, auf Deutsch. Dann eine schlechte Gewohnheit und dann eine, die ihr entwickeln möchtet. 3 Sätze, laut, auf Deutsch. Das ist die Übung. Und jetzt die Hausaufgabe. Und jetzt die Hausaufgabe. Schreibt uns in die Kommentare auf Deutsch eine gute Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit und eine Gewohnheit, die ihr aufbauen möchtet. Und seid ehrlich, die ehrlichen Kommentare sind die besten. Wir versprechen nicht zu urteilen. Jeder hat schlechte Gewohnheiten, auch wir. Definitiv auch wir. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, Gewohnheiten beschreiben. Ich habe die Gewohnheit. Ich immer. Normalerweise. Meistens. Ich neige dazu. Es fällt mir schwer oder leicht. Zweitens, Häufigkeitsausdrücke. Immer, ohne Ausnahme, meistens, in den meisten Fällen, manchmal, gelegentlich, oft, häufig, selten, nicht oft, nie, kein einziges Mal. Drittens, Gewohnheiten ändern. Ich versuche. Ich arbeite daran. Ich habe angefangen. Ich möchte aufhören. Ich möchte anfangen. Das zu zeigt das Exzessive. Zu viel, zu spät, zu wenig. Viertens, die Struktur von Gewohnheiten. Auslöser plus Routine plus Belohnung. Wenn man das versteht, kann man Gewohnheiten gezielter aufbauen und ändern. Und fünftens, das Wichtigste. Jeder hat gute und schlechte Gewohnheiten. Das ist menschlich. Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern Bewusstsein. Man merkt, was man tut, und man arbeitet langsam daran, besser zu werden, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Das ist der einzige Weg. Und Deutsch lernen ist auch eine Gewohnheit, eine sehr gute Gewohnheit. Täglich hören, täglich sprechen, täglich wachsen. Und diese Gewohnheit, Speak Deutsch Now hören, die empfehlen wir sehr. Ohne Eigeninteresse natürlich. Vollkommen ohne Eigeninteresse. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, drückt auf die Glocke. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Macht das Deutschhören zu einer gemeinsamen Gewohnheit. Das Deutschhören als gemeinsame Gewohnheit, das ist so eine schöne Idee. Passt auf euch auf. Pflegt eure guten Gewohnheiten. Seid nachsichtig mit euch bei den schlechten. Und arbeitet daran. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Jeden Tag ein bisschen besser. Tschüss, ihr Lieben, und legt das Handy weg. Erst nach dieser Episode. Erst danach. Und denkt daran, Fehler sind Freunde. Auch schlechte Gewohnheiten sind Lehrer. Teure Lehrer manchmal, aber Lehrer. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen, ihr Lieben.